Täglich erreichen uns immer mehr beunruhigende Nachrichten, in denen die zunehmende Verkommenheit des menschlichen Charakters sichtbar wird. Unmoralische Freizügigkeit ist durch die Medien hoffähig gemacht worden. Gewalttaten, Lügen, Heuchelei, Betrug und vieles mehr gehören zum Alltag. Es wird gesagt, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten hereinbrechen werden. Die Menschen werden nämlich selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästernd, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zügellos, grausam, dem guten Feind, verräterisch, unbesonnen, aufgeblasen, mehr vergnügungssüchtig als gottesfürchtig, mit dem Schein der Frömmigkeit, deren Kraft verleugnend. Das alles aber wird einmal ein Ende finden, und wie ich aufgrund der biblischen Prophetie glaube, wird es nicht mehr lange dauern, bis Gott selbst dem großen kosmischen Schauspiel, dem Kampf zwischen Gut und Böse, einen Schlussstrich setzen wird. Welch eine Hoffnung hat ein wiedergeborener und erlöster, geretteter Christ darauf, dass er dann mit in die neue Gesellschaft eingegliedert wird, in der es das Böse, ja selbst den Tod nicht mehr geben wird. Wie wird man aber erlöst? Wie wird man gerettet? Wie wird man befähigt, in der neuen Gesellschaft zu leben, ohne dass man selbst zur Gefahr wird, die schlimmen Dinge dieser Welt zu wiederholen? Erlösung bedeutet zuerst eine Befreiung von den Konsequenzen der Schuld. Denn es ist ein Gesetz, dass jeder, der Gottes Gebote übertritt, also sündigt, unweigerlich sterben muss. Gott, der Gesetzgeber selbst, opferte, bewegt durch seine unbegreifliche Liebe, seinen eigenen Sohn stellvertretend für uns, damit diesem Gesetz, das er nicht außer Kraft setzen kann und will, Genüge getan wird. Dieses Gesetz kann man nicht umgehen, Blut muss fließen. Das Treppensteigen auf den Knien, eine große Wohltätigkeitsspende, eine Wallfahrt, eine Beichte oder ein besonders freundlicher Umgang mit Mitmenschen kann dafür kein Ersatz sein. Wer diese unverdiente Gunst seitens Gottes schätzt, wird demütig, barmherzig und dankbar. Dies schafft wahre Freude und wahren Frieden im Herzen. Erlösung beinhaltet aber nicht nur die eben erwähnte Sündenvergebung. Als einst eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, zu Jesus gebracht wurde, verdammte er sie nicht. Er sagte vielmehr zu ihr: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Erlösung beinhaltet also neben der Sündenvergebung auch die Sündenentfernung. Und wie geschieht das? Nicht ohne unsere Einwilligung, denn wir haben einen freien Willen. Deshalb heißt es: Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Hier wird das aktive Handeln des Menschen gefordert. Die Sündenentfernung geschieht durch das Zusammenwirken von Gott und Mensch. Durch seinen Geist dürfen wir unsere Schwächen erkennen und jeglicher Versuchung, soweit es an uns liegt, aus dem Weg gehen. Er lehrt uns, vorausschauend zu denken und zu handeln. Sind wir bereit, das zu lernen? Der Erfolg ist aber nur dann möglich, wenn wir uns durch das ernste Gebet mit der göttlichen Kraftquelle verbinden. Dann wird es uns möglich sein, die Sünde zu überwinden, uns gegen sie zu entscheiden, vor ihr zu fliehen. Genauso wie Josef es tat, als er von Potiphars Frau floh, die ihn zum Ehebruch verleiten wollte. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Schlafe bei mir, aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus.
Niemand soll behaupten, dass man nichts oder nur wenig tun könne, um zu überwinden. Gott tut nichts für den Menschen ohne dessen Mitwirken. Sagt auch nicht, Jesus werde euch schon helfen, wenn ihr von euch aus alles getan habt. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Von Anfang bis Ende bleiben die Menschen Mitarbeiter Gottes. Wenn der Heilige Geist nicht an unserem Herzen wirkt, werden wir bei jedem Schritt straucheln und fallen. Menschliche Anstrengungen allein sind wertlos, aber das Zusammenwirken mit Jesus bedeutet Sieg. Hinterlasst niemals den Eindruck, dass der Mensch nichts oder nur wenig tun könne. Lehrt die Menschen vielmehr, dass sie Fortschritte auf dem Weg zur ewigen Seligkeit machen werden, wenn sie mit Gott zusammenwirken. Niemand sage, dass die Werke nichts zu tun hätten mit eurer Bedeutung und Stellung vor Gott. Im Gericht wird nach dem geurteilt, was wir getan bzw. nicht getan haben. Einsatz und Mühe werden erwartet von Seiten der Empfänger der Gnade Gottes. Ein Baum wird bekanntlich nach seinen Früchten beurteilt. Zwar sind die guten Werke eines Menschen ohne den Glauben an Jesus nicht wertvoller als das Opfer Kains, wenn sie aber von den Verdiensten Jesu gedeckt sind, bezeugen sie, dass der Täter des ewigen Lebens wert ist. Was die Welt mit Moral bezeichnet, erreicht nie den göttlichen Standard und bedeutet dem Himmel nicht mehr als das Opfer Kains. Der verzweifelte Sünder mag bekennen, ich bin ein sündiger Mensch, aber Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ich bin ein Sünder, aber Jesus starb am Kreuz von Golgatha, um mich zu erlösen. Keinen Augenblick länger brauche ich mich unerlöst zu wähnen. Er starb und ist von den Toten auferstanden, um mich zu rechtfertigen und jetzt zu retten. Ich nehme seine verheißene Vergebung an. Wer seine Sünde bereut und die Gabe in Anspruch nimmt, die der Sohn Gottes uns mit seinem Leben anbietet, kann nicht besiegt werden. Er legt im Glauben das Wesen Gottes an und wird somit ein Kind Gottes. Er betet und glaubt. In Versuchungen beansprucht er die Kraft, die Jesus durch sein Sterben vermittelt hat. Durch seine Gnade überwindet er. Dies muss jeder Sünder unbedingt verstehen. Nur wenn er seine Sünde bereut und an Jesu Kraft glaubt, wird diese Kraft ihn von der Sünde befreien und bewahren. Wie dankbar können wir für diese Gabe sein?